Hello, my name is Patti Amsden, and today we're talking about bringing heaven to earth. Hallo, das ist Patti Amsden, ich heiße Helmut Deschner und heute sprechen wir darüber, wie wir den Himmel auf die Erde bringen. We discussed the passage of Matthew 6 and Matthew 16. Wir haben über diesen Abschnitt in der Bibel Matthäus 16, Vers 16 Where gesprochen, Jesus told his disciples that they had the authority and the responsibility wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat, dass sie die Autorität haben, aber auch die Verantwortung, to sort of unlock heaven and make sure it's released upon the earth. quasi den Himmel aufzuschließen, dass Dinge vom Himmel herabkommen auf die Erde. But this idea of bringing heaven to earth Aber diese Vorstellung, dass wir den Himmel auf die Erde did bringen, not just originate when Jesus told his disciples to pray that way. hat nicht da nur angefangen, wo Jesus gesagt hat, dass die Jünger auch so beten sollten. You see God himself bringing to heaven to earth in the original creation mandate. Wir sehen auch, wie der Herr selbst den Himmel auf die Erde gebracht hat, als er die Erde erschaffen hat. Genesis 1 said, in the beginning God created the heaven and the earth. Im 1. Mose heißt es, Gott hat Himmel und Erde erschaffen. And we look then in the two chapters that follow that, Genesis 1:1. Und in den folgenden 2 Kapiteln nach 1. Mose 1, Vers 1 And we see how God every day, day after day, for 6 days created the earth. sehen wir, wie Gott selbst Schritt für Schritt die Erde erschaffen hat innerhalb von 6 Tagen. But apparently there's a pattern by which the earth was created. Aber da gibt es auch eine Vorlage quasi, wie der Himmel, die Erde erschaffen wurde. Certainly it was created out of the will of God and the power of God. Natürlich geschah es aus dem Willen Gottes heraus und durch die Kraft Gottes. But in other places of Scripture we can discover something else. Aber in anderen Bibelstellen können wir auch noch etwas anderes erkennen. We can discover that the earth was created after the testimony of heaven. Wir können erkennen, dass die Erde entstanden ist durch das Testament, das Zeugnis vom Himmel her. Another way of saying that is the seen realm testifies of the unseen realm. Wie man das auch ausdrücken kann, ist, dass der sichtbare Bereich von dem zeugt, was unsichtbar ist. So Psalm 19 declares this. Im Psalm 19 steht, The heavens declare the glory of God. die Herrlichkeit des Herrn kündet von der Herrlichkeit And the Gottes. firmament shows his handiwork. Und das Firmament zeigt uns seine Werke. So the psalmist is saying we can look at the creation, Der Psalmist sagt also, wir können die Schöpfung anschauen or the earth realm, or the seen realm, oder den irdischen Bereich, den sichtbaren Bereich. and there's a testimony in this realm of that unseen realm. Und dieser Bereich zeugt von der unsichtbaren When Welt. God began to create that earth, Als Gott diese Erde erschaffen hat, he made sure he wrote heaven's story on the tablets of creation. hat er sichergestellt, dass er die Geschichte des Himmels auf die Tafeln der Erde geschrieben hat. As a matter of fact, Romans 1 warns us of something. In Römer 1 sehen wir eine Warnung. It warns us not to push away creation's testimony. Wir sollen nicht das Zeugnis der Schöpfung wegdrücken. Because if we listen to what creation has to say, Denn wenn wir darauf hören, was die Schöpfung uns sagen will, and we look at what creation speaks, und wir schauen darauf, was die Schöpfung redet, then the Bible tells us we can hear who God is and what he can dann do. sagt die Bibel uns, dass wir daran erkennen, wer Gott ist und was er in der Lage ist zu So tun. let me say it to you this way. Ich möchte es auf diese Weise When sagen. God began to create the earthly realm, Als Gott anfing, den irdischen Bereich zu erschaffen, he brought heaven to earth. hat er quasi den Himmel auf die Or Erde at least he gebracht. brought a testimony of heaven to earth. Oder er hat zumindest hier einen Zeugen errichtet, der berichtet vom We Himmel. could actually say that one day after the next, So, Tag nach Tag in der God Schöpfungsgeschichte brought a little bit more of heaven's truth into the earthly realm. hat Gott mehr und mehr geschrieben von der Wahrheit im Himmel in den irdischen Bereich hinein. And he'd finish a day by saying, it's good. Und jeden Tag hat er damit beendet, dass er sagte,
Das ist gut. Good by his standards, of course. Natürlich gut im Sinne von seinem Standard. But I'd like to suggest to you he may have been saying something else. Aber ich möchte vorschlagen, er hat vielleicht etwas anderes damit angedeutet. It's like he took the heavenly reality. Das heißt, er hat die Realität des Himmels genommen. And the pattern of that reality. Und die Muster dieser Realität. And he overlaid it on the creation. Und hat es auf die Schöpfung, die er gerade gemacht hat, draufgelegt. And it matched. Und es hat zusammengepasst. And God said, good. Und Gott sagte, gut. We got a little bit more of heaven on the earth. Wir haben jetzt etwas mehr Himmel auf der Erde. And day after day after day, und Tag für Tag, God created heaven on the earth. Hat Gott quasi den Himmel auf der Erde hergestellt. And he did it so well. Und er hat es so gut gemacht. That by the time day 7 got here, und als dann der 7. Tag kam, God himself kind of took residence or came to dwell in the earth. Hat Gott quasi Wohnung genommen hier auf der Erde. It's like he had a earth throne and he had a heaven throne. Es schien so, er hat einen himmlischen Thron und einen Thron auf der Erde. And there in this thing called the Garden of Eden, und da im Garten Eden, the presence and the purpose and the glory of God, war die Gegenwart und die Absichten und die Herrlichkeit Gottes, came to rest in the same place where Adam was going to dwell. Auf die Erde und wohnte in demselben Bereich, wo Adam wohnte. So heaven came to earth. Der Himmel kam also auf die Erde. And God moved into the earth. Und Gott zog ein auf der Erde. And we could even say Adam was dwelling in heavenly places while he was in the earth. Und wir könnten quasi sagen, dass Adam in himmlischen Örtern wohnte, während er auf der Erde Kind war. of an interesting concept. Das ist eine interessante Vorstellung. How do you live in the earth? Wir leben auf der Erde. And still dwell in the heavens? Und trotzdem haben wir Zugang und wohnen in den himmlischen Örtern. Like that may have been what it was in the beginning. Möglicherweise war es genau so von Anfang an. Adam walked with God and talked with God. Denn Gott sprach mit Adam und er ging mit Adam. And Adam viewed this earthly realm through the eyes of heavenly reality. Und Adam hat diesen irdischen Bereich gesehen durch die Vorstellung, durch die Augen vom Himmel her. I wonder if that could ever happen again. Ich frage mich, ob das wieder passieren könnte. That might be worth you tuning back in to find the answer. Also es wäre wirklich wert, dass ihr euch nochmal einschaltet beim nächsten Video.